Namaste! Willkommen auf Indisch für Anfänger. Ich bin die Latoya und ich freue mich sehr, dass ihr den Weg zu diesem Kanal gefunden habt. Einige von euch denken sich bestimmt, hä, dein Ernst? Indisch? Das heißt Hindi. Stimmt, das ist richtig. Aber mir geht es genau darum, genau diese Vorurteile auf diesem Channel zu behandeln und entsprechend zu korrigieren. Denn Indien ist ein so vielfältiges Land, das kann man nicht nur mit einem einzigen Wort beschreiben. Wie bin ich denn überhaupt auf Indien gekommen? Also tatsächlich war ich gar nie ein großer Indien-Fan. Das hat sich erst vor ungefähr 10 Jahren ergeben, als ein Freund mich in Chemnitz, in meiner Studienstadt, mit zu einem indischen Event genommen hat, das die dortige indische Community veranstaltet hat. Und zwar hieß das Diwali, das Lichterfest. Das ist ungefähr so wie unser Weihnachten, natürlich mit einem etwas anderen Hintergrund, aber von der Wichtigkeit her kommt es ungefähr hin. Ich kam dorthin, ich war völlig geflasht, das war sowas Besonderes, sowas habe ich bisher noch nie erlebt. Es waren ganz viele Inder da, es gab ein Kulturprogramm mit vielen indischen Tänzen, mit Gesang und auch mit einer kleinen Modenschau. Und danach gab es indisches Essen, das die Inder vor Ort für uns gekocht haben. Und danach gab es eine Party mit ganz viel indischer Musik, wo alle ausgerastet sind, da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Und davon war ich so gefesselt, ich musste mehr darüber erfahren und dachte mir, okay, ich spreche einfach mal diejenigen an, mit denen ich noch am ehesten was zu tun habe, nämlich mit einer Gruppe von Deutschen in Chemnitz, die als indische Tanzgruppe Sinjini unterwegs sind. Ich dorthin, gefragt, kann ich bei euch mitmachen? Und ich wurde sofort herzlich aufgenommen, konnte sofort mitmachen und habe mich richtig gefreut, dass ich mehr über dieses Land erfahren kann. Ziemlich schnell habe ich festgestellt, dass es auch sehr wichtig ist, dass man die Texte versteht. Denn wer schon mal einen Bollywood-Film gesehen hat, weiß, dass es eher so ein bisschen wie ein Musical und die Lieder haben eine ganz besondere Bedeutung. Das ist nicht einfach nur Hintergrundmusik, sondern die erzählen eine Geschichte. Und das macht der indische Tanz ganz genauso. Das macht schon der klassische indische Tanz, der Geschichten zu den indischen Göttern erzählt, aber auch eben der moderne Bollywood-Tanz. Und weil man natürlich nicht nur in deutschen Straßenklamotten tanzen möchte, sondern eben auch in indischer Kleidung, habe ich dann über die Jahre einen gewissen Fundus an Kleidung zusammengetragen. Kleidung, Schmuck, Accessoires. Und möchte euch aus diesem Fundus ein bisschen berichten. Und weil ich am Anfang überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie man das alles überhaupt nennt, musste ich ziemlich viel recherchieren. Und ich hätte mir damals einen genau solchen Kanal gewünscht. Deswegen mache ich das jetzt. Was erwartet euch also auf diesem Kanal? Ich möchte euch erzählen über Indien als Land, über seine Kultur, über die Menschen, auch über das Essen, denn das schmeckt in Indien wirklich ganz anders, als es hier schmeckt. Ich möchte euch erzählen über indische Kleidung, denn es gibt in Indien nicht nur den Sari. Der wird hauptsächlich in Indien getragen, das stimmt, aber es gibt noch ganz viele andere Kleidungsstücke, die genauso wichtig sind und je nach Festivität, je nach Anlass getragen werden. Außerdem zu indischem Schmuck und zu indischen Accessoires. Ganz ehrlich, habt ihr schon mal was von einem Dupatta gehört? Oder wisst ihr, was ein Parandi ist? Oder ein Tikka? Und vor allem möchte ich mit Vorurteilen aufräumen, denn nicht alle Inder heißen Ranjit, nicht jedes indische Gericht ist super scharf, nicht jeder Inder kann super tanzen und schon gar nicht heißt die indische Amtssprache Indisch. Das und noch viel mehr erfahrt ihr in den kommenden Wochen und Monaten und Jahren. Das und noch viel mehr gibt's in nächster Zeit hier auf diesem Channel. Indisch für Anfänger, euer Channel über Indien. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da und denkt daran, diesen Channel zu abonnieren und auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr informiert werdet, wenn es ein neues Video gibt. Macht's gut! Dhanyavad!